Der Alltag der Bundespolizei kann unberechenbar sein. Dementsprechend gut müssen die Polizisten vorbereitet werden. Geistige und körperliche Fitness sind Grundvoraussetzung. Im Trainingszentrum Kienbaum vor den Toren Berlins soll diese Grundvoraussetzung gelegt werden. Hier trainiert auch Manuel Eitel. Manuel war schon als Kind der Schnellste in seiner Klasse. So entdeckte der 21-Jährige vor 15 Jahren die Leidenschaft zur Leichtathletik. Die Leichtathletik bedeutet mir eigentlich mein ganzes Leben, weil ich so viele Jahre und so viel Zeit auch schon investiert habe. Leidenschaft Leichtathletik. In Manuels Fall der Zehnkampf. Er verbindet seinen Sport mit einer Ausbildung bei der Bundespolizei, genauso wie sein Mitauszubildender Marc Jurczyk. Besonders ich war in dem Alter gewesen, wo ich mich entscheiden musste, entweder ich studiere, mache einen Job und höre mit dem Sport auf dem Leistungsniveau, oder ich entscheide mich in Richtung meiner Leidenschaft dann nachzugehen, in Richtung Sport zu gehen. Und das war einfach meine Entscheidung. Die Leidenschaft hat einfach so gebrannt, dass meine Entscheidung war für mich dann klar. Jochen Marron, der Leiter der Bundespolizeisportschule in Kienbaum bei Berlin, kann erklären, welches Prinzip dem Ausbildungsmodell zugrunde liegt. Die Ausbildung ist optimiert auf die Notwendigkeiten des Spitzensports, von daher zeitlich gestreckt, weil sie im Ausbildungsverlauf immer wieder unterbrochen wird durch notwendige Freistellungsphasen für die Teilnahme am Training und Wettkampf. Und deswegen ist sie statt der üblichen 2,5 Jahre ein Jahr länger, nämlich 3,5 Jahre, und ist aber inhaltlich netto auf 18 Monate zusammengefasst Präsenzzeit hier im Ausbildungsort in Kienbaum. Während der Präsenzzeit müssen die Sportler nicht nur trainieren, sondern auch die Ausbildung absolvieren. Ein Tag in der Bundespolizeisportschule kann sehr kräftezehrend sein. Das ist ein typischer Tag hier in Kienbaum. Ist ein bisschen abhängig vom Monat, in dem wir uns befinden. Im September ist es noch relativ alles auf die Schule und auf die Ausbildung, also auf die Schule an sich ausgerichtet. Ja, der Wecker klingelt so um 6. Dann geht man frühstücken, um 7 Uhr ist Antreten. Ja, das Typische gehört noch dazu, ist eine öffentliche Behörde, und in der Behörde, da gehört Struktur dazu. Das heißt, man macht sein Bett und man räumt sein Zimmer auf. Dass das dann natürlich die Bude aufgeräumt ist, das gehört dazu, ist einfach so. Dann ist Unterricht von 7:10 Uhr bis 12:15 Uhr bis zur Mittagspause. Und dann ist wieder von 13 Uhr bis 16:15 Uhr Unterricht. Und der Nachmittag, der ist dann eben fürs Training, ist unterschiedlich lang. Essenszeiten gibt es natürlich, aber eigentlich Open End. Das heißt, manche Leute, die Bogenschützen zum Beispiel, wenn sie in der Halle schießen, die schießen teilweise bis 22 Uhr. Das ist, ja, Trainingszeiten, wie gesagt, fast offen. Die Ausbildung in Kienbaum besteht jedoch nicht nur aus theoretischen Anteilen. Auch die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten ist besonders wichtig. Dazu gibt es sogar einen eigens dafür eingerichteten Bereich auf dem Gelände. Diesen können die angehenden Beamten der Polizeiarbeit nutzen. Der Leiter der Polizeisportschule sieht, was für eine Belastung das sein kann. Da zolle ich jedem Einzelnen meinen tiefsten Respekt, wer über einen Zeitraum von 4 Monaten einen solchen Tagesablauf bewältigt. Das Training benötigt viel Zeit und die angehenden Beamten werden körperlich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Wirkt sich das nicht negativ auf die Leistung in Ihrer Ausbildung aus? Wenn man den direkten Vergleich hat, auch mit der Anzahl der Stunden, mit den Themenfächern und auch den ganzen Prüfungsabläufen, ist es auf jeden Fall so, dass diese Verteilung, ja, dass man mehr Zeit den Leuten gibt, sich dieses Wissen anzueignen. In diesem Bereich ist es, finde ich das persönlich sehr gut. Ja, es ist also zu merken, dass die Sportler wissen, warum sie hier sind, und es ist auch zu merken, ja, dass diese Ausbildung als Polizist irgendwann mal, wenn auch die sportliche Karriere dann zu Ende ist, wichtig ist. Die Bundespolizei wählte den Olympiapark Kienbaum bewusst als Ausbildungsstätte, da die Trainingsmöglichkeiten hier einmalig gut sind. Warum entscheiden sich Athleten trotz der zusätzlichen Belastung für die Ausbildung bei der Bundespolizei? Ich habe hier in Kienbaum perfekte Bedingungen, um meinen Sport auszuüben. Ich lerne einen Beruf und kann dort später weiterarbeiten. Und die Bundespolizei unterstützt einen, dass wir während unserer Ausbildung trainieren können und aber auch 8 Monate im Jahr frei haben, um nur zu trainieren. Und wo hat man das? Für die meisten Athleten geht es jedoch nicht nur um die Unterstützung im Sport. Auch der Beruf Polizist ist attraktiv. Ich habe früher immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwann zur Polizei zu gehen, weil ich gerne für Recht und Ordnung in Deutschland sorgen wollte. Und ich denke,
Ohne die Bundespolizei hätte ich deutlich größere Sorgen. Die Sportpolizisten erzielen immer mehr Erfolge. Manuel Eitel hat auf internationaler Ebene bereits einen 7. und einen 4. Platz belegt. Erfreulicherweise sind sie sehr erfolgreich. Um als Beispiel mal mit der aktuellen Saison 2018 zu arbeiten, haben wir im internationalen Maßstab auf den Wettkampfebenen, die dieses Jahr ausgemacht haben, Welt- und Europameisterschaften, 46 internationale Medaillen gewonnen mit unseren 85 geförderten Sportlerinnen und Sportlern. Erfolge sind nicht das Einzige, was die Athletinnen und Athleten bewegt. Viele können sich ein Leben ohne ihren Sport kaum noch vorstellen. Ich finde, Sport ist unfassbar wichtig, weil es einfach für Abwechslung sorgt. Ich glaube, ohne Sport wüsste ich nicht, was ich mit meinem Tag anfangen sollte. Wenn der Tag in Kienbaum zu Ende geht, bereiten sich die Sportler mental auf den nächsten Tag vor. Denn auch morgen wird wieder viel Schweiß fließen. Wenn ich nur 50% investiere, dann werden die 50% umsonst. Also investiere ich lieber 100.